Morgen werden hier in Wacken die ersten Hubschrauber einfliegen. Ihr werdet sagen, Metal Harry ist ein bisschen verrückt. Nein, ist er nicht, obwohl doch ein bisschen schon. Ist nicht unbedingt Grundvoraussetzung, um hier zu arbeiten, aber es macht den Job einiges leichter. Wie gesagt, morgen treffen die ersten Hubschrauber ein und die werden dann hier den Acker föhnen. So, hier wird er gleich landen. Unser Hubi. Für mich ist das der erste Flug in einem Hubschrauber und wie ich gehört habe, für den Piloten auch. Wer kam auf die Idee damals, das zu tun? War ein Festival gewesen in Dubai. Desert Storm waren wir mal eingeladen eben. Da war ein Metal Festival damals in Dubai. Und die hatten dann auch ein Riesenproblem mit Wasser eben gehabt, was eigentlich ja selten ist dort, aber die hatten dann wirklich Wasser gehabt auf der Rennbahn, wo sie eben das Festival machen wollten. Und dann wollte der Veranstalter, der das für den damals den Scheich gemacht hat, absagen eben wegen zu viel Wasser. Und da hat er gesagt, hier wird nichts abgesagt. Ja, und ich hole euch jetzt erstmal meine Kampfhubschrauber und dann machen wir mal alles trocken. So, und Sandboden ist eine andere Geschichte als mit Gras und mit Wiesen und so weiter. Aber wie gesagt, das hat da funktioniert und wir hatten das ja gesehen zufälligerweise. Er hat mir dann im Kopf gehabt und dann habe ich gesagt, das muss dann auch gehen ja bei uns. Ne? So mal ganz naiv, ne? Meine Ahnungslosigkeit. Jetzt kommt gleich der Colt Sievers, der Hubschrauberpiloten hier um die Ecke. Safari in Wacken. Put. Was hast du denn für einen komischen Klingelton? Für sowas kann man auch in den Knast kommen, ne? Das ist Hardcore. Oh, Alter, das geht ja gar nicht. Das ist unser Festivalföhn. Da war Thomas, glaube ich, damals ein bisschen sauer auf mich. Ich habe nämlich herausbekommen, schon im Vorwege, dass der Herr Peters, also der Hubschrauberpilot, irgendwann angefangen hat, er hat ja gesagt, er ist 15 Jahre Hubschrauberpilot, hat irgendwann angefangen, ganz bestimmte Flugmanöver mit einem Hubschrauber zu fliegen und die wurden in Amerika gerne in Filmszenen mit eingebaut. Das konnte wohl nicht jeder so wie er und deswegen war er, glaube ich, 1 oder 2 Mal im Jahr drüben und hat dann da in Hollywood oder wo auch immer bei Filmproduktionen mitgewirkt. Wenn Sie mit mir fliegen, können Sie ganz sicher sein, dass Sie so in Abrahams Schoß sind. Möchtest du uns noch irgendwas sagen, bevor wir dich nicht wiedersehen? Ja, es war schön, dich kennenzulernen. Das ist das erste Mal, dass du was Liebes sagst. Ich glaube, jetzt hast du tatsächlich ein bisschen Nö, Muppensau. nicht wirklich. Hier, Harry, Ja, nimm nur die Finger weg davon. ich fasse hier nichts an. Da kannst du dich aber ganz schwer... Das ist mein 3. Flug in meinem Leben. Einmal von der Schule geflogen, zu Hause rausgeflogen und jetzt im Hubschrauber geflogen. Darf ich fragen, wie lange Sie schon fliegen? Ich fliege mein Leben lang schon. Ich habe Also schon mit ungefähr- 80 Jahren festgestellt, dass ich außer zur Fliegerei für nichts anderes zu gebrauchen bin. Und das ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen nebenbei müssen wir mal die Instrumente bedienen. So, jetzt läuft die Turbine hoch auf 100%. Für mich war es auch der erste Flug in einem Hubschrauber. Ich hatte auch echt ein bisschen Bammel. Ich dachte, mir wird schlecht. Aber irgendwann habe ich dann Gefallen dran gefunden und Mut gefasst. Und dann fragte ich Herrn Petersen, während wir da so 1,50 Meter über dieser Wiese schwebten und auch ganz langsam geflogen sind, ob er nicht vielleicht mal so ein Manöver mit seinem Hubschrauber machen könnte, was er auch sonst im Film so macht. Thomas saß hinten, hat das irgendwie auch nicht mitbekommen. Und dann guckte mich der Pilot an, lächelte ganz suffisant und dann ging die Nase vom Hubschrauber so ein bisschen nach unten. Und dann hat er irgendwie den Gasthebel nach vorne geschoben und das Ding ging ab wie eine Rakete. Und dann schossen wir kurz bevor der Knick kam, irgendwie 100 Meter in die Höhe. Ah, ist das schön! Und hinten schrie einer, Scheiße! Und als wir ausstiegen, sagte Thomas dann zu mir, du Arschloch. Thomas, du siehst blendend aus. War schön? War natürlich auch ein geiler Marketing-Gag. Ne? Also, es waren ja alle da. NDR, Sat1, RTL, also alles, was irgendwie Kameras und Mikrofone hatte, war hier und hat das gefilmt. Ich freue mich natürlich hier, dass wir den Jungs hier in Wacken damit helfen können. Tolle Idee übrigens. Und wie wir gerade ausprobiert haben, das funktioniert tatsächlich. Ne? Die Wiese wird trocken. Okay, als erstes möchte ich mich mal bei den ganzen Jungs hier bedanken, die versuchen, dieses Festival Tag und Nacht hier mit allen Möglichkeiten durchzuziehen. Wir arbeiten hier rund um die Uhr, nur um hinzukriegen, kurz vor, dass wir das Festival auf die Rolle kriegen. Das erste Lob gilt na klar an Veranstalter, dass da keine Kosten gescheut wird, um das Ding durchzuziehen. Also das heißt, ich brauche hier nicht groß nachzufragen und treffe die Entscheidung und sage dann, was es kostet. Das passiert ja auch nicht oft. Da wurde wirklich tonnenweise Schlamm
bewegt und Material ins Infield gekarrt und gebracht. Und das hat auch wirklich 2007 hat nur funktioniert, weil Thomas da war, also Thomas Hess. Ohne Thomas hätte das Festival nicht stattgefunden. Der war morgens der Erste, abends der Letzte. Und der wusste, worüber er sprach. Der hat auch mit angepackt. Der hat diese riesen Fließrollen, der hat die mit ins Infield getragen. Der war überall da, wo es wichtig war. Und der hatte eben auch richtig gute Ideen und konnte die auch umsetzen. Und er konnte seine Mannschaft motivieren. Also Hut ab, mega. Über Nacht sind noch mal ca. 150 Mann angereist mit Spezialwerkzeug und Spezialequipment, um die Flächen hier in Richtung Böhne trocken zu bekommen, sodass also alle Festivalbesucher trockenen Fußes hier über den Acker kommen. Wir stehen ja zum Produktionsbüro. Im Moment ist hier unten im Produktionsbereich fast keiner mehr. Alles ist draußen auf den Flächen mit Schaufeln, Hacken. Das sind speziell aus Hannover angelieferte Panzerplatten, damit die Möglichkeit überhaupt gegeben ist, dass man die Trailer auf die Koppeln bekommt, um, wie wir jetzt hier sehen, die Partystage aufzubauen. Alle super motiviert, machen Überstunden, Sonderschichten, Nachtschichten, Extraschichten, Zwischenschichten. Wahnsinn. Irgendwie freut man sich dann auch, wenn dann das Team zusammenhält und macht und Überstunden, da wird nicht gefragt, sondern geklotzt und gemacht und alle machen mit und so. Das ist dann ist das so dieses Erfolgserlebnis, dass man dann das doch irgendwie hinkriegt und alle an einem Strang ziehen. Finde ich immer total irre. Das Zweite ist na klar dieses Verständnis der Fans draußen. Teilweise, also mit hoher Akzeptanz wird es akzeptiert, dass es einfach dieses Jahr so ist. Ich hoffe, dass die Lage sich verbessert und vielen Dank an alle. Der Megastau 2007. Ich glaube, die Autos standen bis kurz vor Hamburg. Auf der A23 ging nichts mehr. Die Fans, die hier auf dem Weg nach Wacken waren, beziehungsweise die auf dem Weg nach Wacken standen, haben das Beste daraus gemacht. Die haben Party gemacht auf der Autobahn. Es wurde gegrillt und es wurde gesungen, es wurde gefeiert. Und man hat die Zeit einfach genutzt, um sich zu amüsieren. Es hat, glaube ich, nicht wirklich irgendjemand dem Festivalbetreiber übel genommen. Nun wussten die aber ja auch, wie schwer wir das hier hatten beim Aufbau und dass wir hier nicht Däumchen drehen, sondern dass wir hier auch bis irgendwie zu den Achselhöhlen im Modder stecken. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die auf diese Art und Weise ihre Fans auch informiert haben. Mit bewegten Bildern. Das war ganz wichtig. Das war nicht nur eine Pressemitteilung, sondern wir haben das gezeigt, was da los war. Tonnenweise Rindenmulch haben die hier angekarrt. Von daher, ich glaube, man hat uns das verziehen, dass es ein bisschen gedauert hat, um auf den Campingplatz zu kommen. Ich denke, das stärkt nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man hier im Schlamm gelegen hat. Wir werden das hinkriegen. Geile Helfer, dass sie den Acker hier klar machen bei dem Scheiß. Super. Die Stimmung ist gut, das Wetter wird besser. Das schaffen wir. Danke für euren geilen Support, ihr seid die Geilsten. Ich hoffe, dass alle eine super Party haben werden. Das ist ja der letzte, den haben wir extra umgebaut. Dieser Dildo spielt Musik ab von Blind Guardian. Ehrlich, ist kein Quatsch.